Zirkus Knie, da fängt ganz eine andere Welt an und im heutigen Flashtag tauchen wir in die zauberhafte Zirkuswelt ein. Ich freue mich, heute den Ivan Knie bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ivan. Schön, dass ihr dabei seid. Merci. Wir sind heute in Bern und gerade vor wenigen Augenblicken ist gerade die Nachmittagsvorstellung zu Ende gegangen und in Kürze beginnt auch schon die Abendvorstellung. Du bist wortwörtlich von der Manege für das Gespräch jetzt hier angehüpft in der Kürze. Genau, also gelaufen, mehr als gehüpft, aber ja genau. Wir haben jetzt eine kleine Pause gehabt. Ich habe noch kurz etwas zu essen gehabt und dann, ja, jetzt haben wir den Talk und als nächstes tue ich mich dann vorbereiten für die zweite Show heute Abend und ja, freue mich. Wie einfach ist für dich der Spagat zwischen Artist sein und Familie Knie zu repräsentieren? Fällt dir das einfach? Oh, das ist für mich gar kein Spagat. Es ist für mich komplett normal. Ich sehe auch nicht einen sehr großen Unterschied, weil ich habe das schon oft gesagt. Es ist für uns nicht ein Job, es ist für uns nicht ein Schaffen. Wir leben mit unserer Leidenschaft zusammen und es ist einfach ein Teil von unserem Alltag. Also die Person, die man dann in der Manege sieht, ist für mich gar nicht anders als dann im Privat. Ausser klar, ich gehe nicht geschminkt und geschält die ganze Zeit und vielleicht mit einer Glitzerjacke privat rum, aber sonst ist da nicht so ein grosser Unterschied. Aber dein Herzblut liegt sonst bei den Pferden. Und du bist nicht nur für die Pferde in der Show, in der Manege zuständig, sondern auch beim Auf- und Abbau und beim Transport der Pferde. Jetzt, wie ich das so rausgehört habe, ist das eine Verantwortung, wo du einfach reingewachsen bist? Oder ist irgendwann mal die aktive Entscheidung gekommen, was geheißen hat, Ivan, du bist jetzt für das verantwortlich? Ja, es war für alle von der Familie immer so gewesen, dass man schon von klein auf mit der Zeit gesehen hat, okay, wo liegen unsere Interessen. Das sieht man auch schon bei meiner kleinen Schwester und meinen kleinen Brüdern. Sie lieben ihre Pferde. Gerade meine Schwester ist komplett Pferdefanatikerin. Und man sieht, ja, sie hat schon das Gespür, die Leidenschaft, die es braucht, auch mit diesen Tieren zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben. Und ja, und dann ergibt sich das irgendwie und mit der Zeit kommt man das dann die Verantwortung über, wenn man auch den Plausch dazu hat. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Der Zirkus Knie, der steht für atemberaubende Shows und auch für Fantasiewelt und eben die Leidenschaft. Aber in der Schweiz gilt der Zirkus Knie auch ganz klar als Synonym für ein funktionierendes Familienunternehmen. Andere Unternehmen tun bei der Übergabe in die 3. Generation schon bereits anfangen, ein bisschen zu wackeln. Du gehörst schon zu der 8. Generation. Da ist irgendwie die Erwartungshaltung von draussen relativ selbstverständlich, dass man dann glaubt, du und deine Geschwister werden das irgendwann mal übernehmen. Wie ist das, mit dem umzugehen? Spürst du das überhaupt? Nein, ich denke tatsächlich nicht so weit, als wäre das etwas Spezielles eigentlich, weil eben, wie gesagt, wir lieben, was wir machen und man kann von Glück reden oder man kann auch von ich weiß nicht, ob es gute Erziehung ist, ich weiß es auch nicht genau, an was es liegt, dass gerade von diesen 3 Kindern von meiner Mutter, okay, mein kleiner Bruder ist noch sehr klein, aber man sieht es, er liebt das Leben und ich glaube, meine Eltern haben das einfach so gut gemacht, uns nie das Gefühl zu geben, dass wir das übernehmen und ihr müsst hier bleiben. Ich meine, es hat viele andere Familienmitglieder, die ihren eigenen Weg gegangen sind und ihr Leben gefunden haben außerhalb vom Zirkus. Und das Gefühl habe ich auch immer gehabt, oder? Dass ich nicht hier bleiben muss. Aber es ist für mich immer logisch gewesen. Es ist sehr natürlich in dem Fall. Ich kann von Glück reden, dass ich da reingeboren bin. Also ich könnte mich nicht irgendwo anders vorstellen. Ja. Ich habe auch im Vorfeld zu diesem Gespräch mich mit ein paar Leuten unterhalten und dann ist immer wieder der Satz gefallen, ja, die Normalwelt und deine Welt. Und ich habe dann noch gedacht, ja, wahrscheinlich ist das für dich die Normalwelt und das, was wir leben, ist irgendwie eine komische Welt. Ist das etwa so? Es ist definitiv so. Ist definitiv so. Ich verstehe, wieso die Leute finden, dass das, was ich mache, nicht normal ist, oder quasi, ist, oder? Weil man reist so viel und es ist ein sehr spezielles Leben. Also wenn man keine Leidenschaft dafür hätte und das wirklich mit Herz und Blut mitmacht, dann ist das ein sehr schwieriges Leben, ganz klar. Aber eben, wenn man so viel Freude wie uns dran hat, klar gibt es ein bisschen schwierige Momente. Es ist nicht immer ganz einfach, aber
es ist schwer zu sagen, in welchem Moment es so schwierig ist, dass man sagt, nein, ich habe keine Lust mehr. Im Gegenteil. Oder man findet immer eine Lösung und einen Kompromiss. Auch unter der Familie, untereinander. Ja. Es würde mich jetzt aber trotzdem noch wundern, also man merkt euch das auch an, dass es irgendwie natürlich gekommen ist und dass niemand irgendwie reingedrängt worden ist in eine Rolle. Aber hat es einen Moment gegeben, wo deine Familie ganz aktiv mit dir am Tisch gehockt ist und fragt, du Ivan, willst du das überhaupt? Oder hat es den Moment gar nie so gegeben, so konkret? Nicht wirklich, Okay. weil jedes Mal, wo sie probiert haben, das anzusprechen, habe ich nicht einmal wirklich zugelassen. Für mich ist es so, So, von was reden wir ja. da? Von was reden wir da überhaupt? Komm, reden wir über Joe oder etwas Ernsthaftes. Die haben sich viel zu viel Sorgen gemacht wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Und klar, ja, für mich ist immer klar gewesen, wenn wir dabei sind, immer 100%. Weil es ist eben nicht ein Beruf, wo man sagt, ja, man kann das nebenbei So machen ein bisschen, oder so halbe Sachen gibt es einfach nicht bei uns. Und ich glaube, es ist eine gute Schule für generell im Leben, bei jedem Beruf. Und die Message habe ich wirklich bekommen von meiner Familie. Sehr schön, also man spürt das. Lass uns ein bisschen über das Unternehmen reden, wenn wir das so auch benennen dürfen. Das ist es ja auch. Oder? Und ihr beweist wirklich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wie wichtig das ist, dass man mit der Zeit geht. Dass man sich ständig verändert und auch sich mit der Show verändert. Zu der heutigen Zeit gehört das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ganz zu einem grossen Thema. Du gehörst zu der Generation Z. Für euch, zumindest als Gruppe gesehen, ganz ein relevantes Thema. Inwiefern spielt das beim Zirkus Knie eine Rolle? Erlebst du das im Alltag? Also klar, es ist ganz klar eine ganz große Diskussion. Vor allem in den letzten Jahren haben wir viel über das geredet oder Nachhaltigkeit und so weiter. Wir haben immer mit Partnerschaften, auch mit Elektromobilität und für ganz verschiedene Sachen, auch in der Nachhaltigkeit, mit der Entsorgung vom ganzen Material, vom Essen, vom Plastik und alles Mögliche. Also wir sind sehr, sehr viel dahinter, dass wir da auch mit Depotgläser und alles Mögliche, wie auch Konzerte, wie alle eigentlich dafür sorgen. Ja, du sprichst es gerade an. Also das eine ist ja die ganze Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung in der Logistik, in der Planung, was alles rundherum läuft. Aber auch in den Manegen habt ihr euch immer wieder neu erfunden. Ich weiss, ich habe mal von deiner Mutter gehört, dass sie so ein bisschen nach Las Vegas spienzelt, um sich inspirieren zu lassen. Was sind für dich so die Trends, die dich packen? Oder wo tust du dich inspirieren lassen? Ich glaube, das von Las Vegas bin ich gewesen. Aha, okay. Ich habe mal mit dem Wasserhangvorhang, habe ich aber auch von ihr gehört, dass das dort ein bisschen abgeschaut worden ist. Das kommt auf jeden Fall auch von dort. Also bei dir auch Las Vegas? Bei mir auch. Es hat wahnsinnig schöne Shows dort. Also, ich bin vor 2 Jahren in der Ferien gewesen, dort in Kalifornien und in Las Vegas. Dann anschliessend noch rein beruflich. Aha, okay. Genau. Und es ist unglaublich zu sehen, was es sonst noch hat, oder? Auf der ganzen Welt und all die verschiedenen Shows, wo sie dort produzieren, das sind unglaubliche Produktionen, riesengroß, mit Budgets bis zum geht nicht mehr. Und ja, man kann sich nur inspirieren lassen von so Sachen, oder? Und das ist für uns sehr interessant, was sonst noch passiert bei anderen Shows. Machen ihr das auch ganz gezielt so Reisen, oder hat sich das jetzt gerade gut kombinieren lassen? Es war ziemlich gezielt gewesen. Also ich habe sehr, sehr viele Freunde. Eben, wie gesagt, Las Vegas hat so viele Shows. Aus Cirque du Soleil Shows hat es schon nur 6 verschiedene. Viele Artisten. Und so viele Artisten von denen haben auch bei uns gearbeitet, habe ich schon kennt und habe ich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen. Und das habe ich sehr gut zusammen verbinden mit dem, dass ich auch eben die Freunde wieder nach so vielen Jahren kann besuchen kann. Ja, also ich bin sehr motiviert, wieder zurückzukommen. Das glaube ich. Wie sieht es denn sonst bei euch im Unternehmen aus? Könnt ihr euch auch beraten lassen von draussen, oder ist das etwas, das ihr wirklich intern miteinander anschaut und gestaltet? Also das Feedback vom Publikum, von unseren Freunden ist uns Gold wert. Ist eure Beratung quasi. Das ist für uns das Wichtigste. Wir schauen die ganze Zeit, das ganze Jahr durch, was unser Publikum von uns hält, was es vom Programm und auch nicht nur in der Manege, auch hinter der Kulisse. Also hinter der Kulisse ist für mich auch in der Gastronomie und das ganze Paket, oder? Ist ganz wichtig, was unser Publikum davon hat. Und ja, das Feedback ist ganz wichtig. Also meine Mutter und das ganze Büroteam sind auch an den E-Mails, wo wir von Feedbacks bekommen, die ganze Zeit dahinter. Und es ist für uns ganz wichtig, dass unser Publikum das Gefühl hat, dass wir für sie da sind. Oder? Und das hat uns auch schon die das Sinn, das spürt man. Das spürt man von dem Moment, wo man reinläuft, ist man in dieser anderen Welt. Das ist das Wichtigste. Ja.
Jetzt haben wir sehr über die fantastische Welt und auch ein bisschen über den Erfolg geredet. Ihr seid bereits in der 105. Saison. Da muss man auch ein bisschen der Realität ins Auge schauen, dass es nicht immer nur rosig laufen kann über so lange Zeit. Und zwar gerade 2022, geprägt noch von der Folge der Pandemie, ist, so wie ich nachgelesen habe, eines von euch bisher schlechteste Jahr der gesamten Unternehmensgeschichte gewesen. Wie geht es euch heute? Habt ihr das verarbeiten können? Ja, also man muss sagen, also für mich persönlich, zusammen mit auch Bastian Becker, der damals mit auf Tour war, wir reden heute noch von dieser Tournee. Also 2021 sind wir schon unterwegs gewesen, teilweise. 2022 war schon eine normale Tournee für uns gewesen. Und die härtesten sind auf jeden Fall 2020 gewesen. Dort haben wir nur einen Monat lang können spielen mit sehr strikten Konditionen. Dann 2021 6 Monate lang mit den 3G, die es damals gegeben hat. Ja. Klar war es eine harte Zeit, aber wenn ich zurückdenke, war es auch ein sehr schöner Moment gewesen, weil es ist sehr speziell war, damals doch zu spielen. Also es ist ja, die ganze Welt ist eigentlich stillgestanden. Und wir haben doch eine Lösung mit dem Staat zusammen können finden. Sehr schwierige Konditionen nochmal, aber wir haben gespielt. Ja. Also wir haben jedes Jahr gespielt. Wir haben jedes Jahr mindestens einen Monat können spielen. Und im zweiten Jahr, im 2021, haben wir 6 Monate können spielen. Und es ist doch ein wahnsinnig schöner Moment gewesen, weil die Show ist eben in der neuen Entwicklung gewesen. Wir haben das erste Mal wieder so eine moderne Show gebracht, mit sehr vielen Neuigkeiten, mit dem Bastian zusammen. Und eine wahnsinnig tolle Show. Und das Publikum ist so happy gewesen. Also man hat durch diese Maske hat man in den Augen der Leute die Freude können anerkennen. Und wie gesagt, wenn ich zurück an diese Zeit denke, ist es eigentlich eine schöne Zeit gewesen, doch so eine schwierige Zeit gewesen. Also ich spüre aus, ihr habt das gut verarbeitet und vielleicht auch etwas mitnehmen können, das euch noch stärker macht für die Zukunft. Ich meine ganz viel, oder vor allem was meine Mutter und mein Stiefvater damals geleistet haben, doch Mut gehabt, auf Tournee zu gehen, sagen, okay, wir nehmen alle Artisten, das ganze Team mit auf Tour, wir probieren, wir wollen spielen, wir wollen dem Publikum Freude machen und das Publikum hat wahnsinnig viel Freude gehabt. Und eben, wie gesagt, es ist doch eine ganz spezielle Zeit gewesen, weil Support vom Publikum ist unglaublich gewesen und Freude umso größer. Und ich schaue eigentlich mehr positiv als negativ in dieser Zeit auf die Zeit zurück. Ja. Vielleicht als abschliessende Frage: Ihr seid ein Familienunternehmen und das unterscheidet sich doch noch recht von einem regulären Unternehmen. Vielleicht gibt es ja da draussen den einen oder anderen, der in der gleichen oder ähnlichen Situation ist wie ihr. Hast du einen Tipp für andere Familienunternehmen, wie die das machen können? Es ist für mich als jüngste Generation schwierig, Tipps jetzt zu geben. Aber mein grösster Tipp wäre, zu sagen, macht es, wie meine Eltern das gemacht haben, wie meine Großeltern das gemacht haben. Weil eben, sie haben uns so viel beigebracht. Sie sind vor allem für uns junge Generationen sehr, sehr grosse Beispiele gewesen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Sie haben uns immer die Wahl gelassen, wenn wir bleiben, wenn wir etwas anderes machen. Und ich glaube, das ist das Größte, was sie haben können machen. Und das machen sie immer noch, auch mit meinen Geschwistern. Und ja, man sieht es ganz klar, dass meine Geschwister, also ich, habe noch lange nicht so viel Leidenschaft und so viel mitgemacht wie sie in ihrem Alter. Also man sieht, dass die nächste Generation auch weiterhin weitermachen. Ich will das weiterführen. Vielen herzlichen Dank, Ivan. Wir sind am Ende der Gesprächszeit angekommen. Ich muss sagen, ihr alle habt eine wahnsinnige Ausstrahlung. Die ganze Familie ist wirklich sehr faszinierend. Ich freue mich sehr, wie es weitergehen wird mit der neuen Generation. Herzlichen Dank, dass du da bist. Merci fürs Interview.